Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Ich weiß auch, wir waren, glaube ich, 2 Stunden vor im Stadion schon. Wir waren hyper nervös. Wie immer in Berlin, eigentlich beim Pokalfinale. Es war, glaube ich, auch so gefühlt 40 Grad. Und wir haben gedacht, heute geht eigentlich gar nichts. Und dann ging doch ganz, ganz viel. Das ist ja ein bisschen anders, als es heutzutage ist. Wir mussten das Marathontor noch runtergehen. Das war also frei und du konntest da runtergehen und dann hast du auf der linken Seite die ganzen Schwarz-Gelben gesehen. Und das hat einem halt mehr oder weniger die Tränen in die Augen gedrückt. Das war ja unglaublich, wie viele Menschen dort waren. I'm the type of person going into every game. I'm always confident. So I always remember walking along and with Frank Millen, we were talking about it, because when they talk about it's the cup final day, when it's the English Cup final, and we were saying to each other, it's a cup final day today. This is the day we're going to win the cup. Ich habe mich an die 60er, 65er, 66er Mannschaft erinnert und das war dann so eine spontane Idee. Lass uns mal andere Trikots machen und vor allen Dingen mit Ringelsocken spielen. Und wurde dann aber auch umgesetzt und waren alle von der Idee begeistert. Also Werder Bremen war der große Favorit und die waren auch wirklich sehr gut, das muss man auch dazu sagen. Und der Kalle Riedle, der heute natürlich ein kompletter Schwarz-Gelber ist, hat das 1:0 gemacht. Ich glaube, wir wurden noch wütender. Es war so eine Trotzreaktion. Irgendwie hat die Mannschaft sich dann noch mal so richtig zusammen, ja, nicht gerissen ist das falsche Wort, aber noch mal ein bisschen mehr gegeben. Und ich glaube auch Werder dann überrascht. Die haben dann gedacht, okay, wir spielen das jetzt vielleicht nach Hause. Wir haben dagegen gehalten und das war ganz, ganz entscheidend. Linke Seite, ich glaube, Wolter war der rechte Außenverteidiger. Kam langer Ball auf die linke Seite, 20 Meter in der Hälfte des Gegners und ich bin dann an dem vorbeigelaufen mit Ball und sah dann den Nobby irgendwo rumlungern. Rune Bratzett war in dem Jahr der überragende Abwehrspieler in der Bundesliga. Der machte überhaupt keinen Fehler, aber beim 1:1, da hat er einen Fehler gemacht. Den dann reinzumachen war jetzt kein so großes Kunststück, muss ich wirklich sagen. Aber es war das wichtige 1:1 und hat uns gezeigt, wir können den Pokal wirklich holen. Also wenn wir richtig Gas geben, sind wir ebenbürtig und wir können es wirklich schaffen, Werder Bremen zu besiegen. Und ich glaube, das war ja auch der Halbzeitstand. Das war, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis des 1:1. Andi Möller auf Michael Zorc und der hat dann den Ball aus der Luft reingeflankt. Ja, stand dann richtig und Kopfball war vom Torwart nicht zu halten. Natürlich immer vorne mit Nobby und Frankie, die haben sich immer so ein bisschen duelliert. Hat uns aber gut getan, weil einer wollte immer ein Tor machen von den beiden. Also damals noch mit 2 Mittelstürmern, muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr. Der Reck hat dann den Ball mit
mit dem rechten Bein abgewehrt, dann kam der Ball wieder zurück und ich sah Nobby am zweiten Pfosten und der hat mir dann rübergelupft und er hatte natürlich phänomenal getroffen. Da stand ich dann und dann habe ich gedacht, bevor wir jetzt stoppen und gucken, einfach draufhauen. Also Augen zu und lange Ecke, 3-1. Ich habe nie wieder so eins gemacht. Ich habe den Ball, glaube ich, noch rausgepölt, einfach nur vor allem mit rechts. Ich weiß gar nicht, ich bin nie wieder so weit gekommen im rechten Fuß. Und dann hat Luschi ja noch ein sensationelles Tor gemacht, auch in die lange Ecke zum 4-1. Also ein unfassbarer Tag. Ich glaube, wir hatten einfach echt eine coole Truppe, würde man heute sagen. Ich will nicht sagen eine geile Truppe, aber das würde schon treffen. So der Zusammenhalt einfach in der Mannschaft. Wir waren oft, auch vor den Spielen oder in der Woche, wir waren frühstücken zusammen. Es gab immer so eine, heute würde man sagen Teambuilding. Ja. Nein, wir haben uns einfach getroffen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen auch gut verstanden. Und das hilft dann bei so einem wichtigen Spiel. Und ich glaube, wir alle wollten diesen Titel auch. Das war das Entscheidende. The most important thing was for the supporters to give them something. You know, they've stuck by the club year in, year out. They're there all the time, the Dortmund supporters, very loyal. And for them to win a trophy, I think for me that was the biggest thing. Wenn man so einen Pokalmann in den Händen hat, da muss man raustrinken, ob man will oder nicht, das gehört sich einfach so. Und dann haben wir da irgendwie Sekt oder Champagner, ich weiß wirklich nicht genau was, reingeschüttet und wir haben auch alle getrunken und es war unfassbar heiß diesen Tag. Und wenn du natürlich dann, wenn du so ausgelaugt bist und fertig und dann noch Sekt oder Champagner trinkst, das ging direkt in die Birne und wir merkten, boah, nach ganz kurzer Zeit schon, oh, jetzt haben wir noch einen kleinen Schwips. Frank Mill and myself had to do the doping test, and I think it took about 4 hours. The two of the Bremen boys were there as well. The stadium was closed when we had to climb out the stadium, and then we went back to the hotel. There was hundreds of people in the hotel and everybody partying. Irgendwie hat man mir die Luke da oben aufgemacht, die Fahne raus da durchgedrückt und vor allen Dingen, das war so ein grausamer Fluch. Da gab es ja noch diesen Luftkorridor und die kleine Maschine, die hat also, ich glaube, mehrere Loopings in der Luft gemacht und geschaukelt und gerappelt. Und da ich ja nicht sowieso der Gernflieger bin, werde ich diesen Flug, gab es noch einen Flug, nachher nach Halle beim Pokalspiel oder zum Pokalspiel, den werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, das Schöne war dann so, der
Ja, und der Pilot, der uns geflogen hat, der war da, glaube ich, auch ein richtig großes schwarz-gelbes Herz. Und er sagte, Jungs, ich habe gerade mit Dortmund gesprochen, mit dem Tower. Ich kann euch nur sagen, in Dortmund geht gar nichts mehr. Also am Flughafen sind 30.000, 40.000 Menschen. Da kommt kein Auto hin und da fährt keins weg. Wie ihr das schaffen wollt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Begeisterung ist einfach grenzenlos. We were on to the back of the lorry and then just going through Dortmund, and so many people. No, you mentioned earlier on about managing to win things in Scotland, but you couldn't go around the city because of the rivalry with Rangers. So the big thing for myself was, this is the first time ever going in the back of a lorry and just going round the city, and absolutely fantastic. The amount of Dortmund fans that turned up was just great. No, it was possibly one of the great days, without playing football, but one of the greatest days of our life, being part of it. Ich weiß gar nicht, wen wir verloren haben. Wir haben irgendjemanden verloren, weil natürlich, wenn man auf dem Wagen stand, Borsigplatz, wo wir über lang gefahren sind, durch ganz Dortmund, das war ja begeisternd, aber irgendwann muss man natürlich auch mal auf Toilette, sage ich mal vorsichtig. Und irgendeiner ist dann vom Wagen gesprungen, weil er nicht mehr konnte. Den haben wir nie wieder gefunden. Ich weiß gar nicht, wer es war. Straßenbahn gesäumt von Menschen. War ja auch nach ewigen Zeiten wieder mal irgendein Titel. Und ja, das hat schon, das bedeutet mir schon sehr viel.